Hallo Coco. Hallo. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dieses Buch von Patrizia Di Fiore, Marsch, also Ränder, ausgesucht hast. Das Buch ist von 2011 bei Filigrane Edition erschienen. Du bist Studentin der europäischen Ethnologie und interessierst dich sehr für Stadtforschung, für die Frage von Differenz, wie Differenz im städtischen Raum reproduziert wird, wer sich wie städtischen Raum aneignen kann. Und da ist dieses Buch natürlich eine Überraschung, wie wir schon auf dem Cover sehen. Was genau hat dich an diesem Buch zum Thema Ungleichheit interessiert? Naja, ich hatte mir davor einige Fotobücher angeschaut und die meisten handelten von innerstädtischen Räumen, Berlin, Hamburg, Kairo sogar zum Beispiel. Und bei allem war diese Ungleichheit oder Differenz sehr, sehr gut sichtbar in den Bildern. Und es ging viel um Menschen und hier ging es gar nicht um Menschen. Und dann dachte ich mir, Ungleichheit kann ja auch von einer anderen Seite kommen. Nur weil sie nicht offensichtlich ungleich behandelt werden, sind sie Teil davon. Hier zum Beispiel schon mal zwischen Vordergrund und Hintergrund. Wir haben hier, wie wir herausgefunden haben, eine Ansicht von Rouen, dem Hafen. Das ist einer der größten Getreidehäfen, wie ich gelesen habe, in Europa. Hier ist so ein Getreidesilo. Und ansonsten Landschaft. Ja. Wir bewegen uns von der Stadt weg quasi. Wir richten den Blick in die Peripherie. Jetzt schauen wir noch gerade auf die Stadt. Aber es wirkt, als würden wir uns langsam davon wegbewegen und wir schauen uns an, was da an den Rändern so passiert. Genau, diese Verschiebung vollzieht das Buch zwischen Rouen und Évreux. Hier weiß ich jetzt nicht, ist das Rouen oder, also schauen wir auf Rouen oder Évreux. Und dann sind wir in dieser gleichförmigen peripheren Landschaft. Ja, die gleich anmutenden Häuser stellen sich hier auf. Alle haben ein paar unterschiedliche Fenster, also dann doch noch individualisiert. Aber das sind so wahrscheinlich so Fertigbauhäuser, Häuser aus dem Katalog. Ja, wir haben versucht, so ein bisschen verschiedene Größen sie sind ja sichtbar, zu sehen. Wir haben versucht, das an den Fenstern festzumachen. Und hier sieht man aber schon, dass es auch unterschiedliche Generationen von diesen Einfamilienhäusern gibt. Ja, hier auch wieder die Begrenzungen von irgendwie, das ist ja Landwirtschaft und dann werden hier die Zäune eingesetzt, um irgendwie das Eigentum zu schützen, scheinbar hier wieder auch. Das ist die Öffentlichkeit, das ist das Private. Und da werden Grenzen gesetzt, ganz klare. Das ist auch der Titel dieses Buches, Ränder. Ich wollte um diese Gleichförmigkeit, die sich auf den zweiten Blick eben als gar nicht so gleichförmig erweist, auch darauf nochmal in historischer Dimension hinweisen. Hier haben wir ein älteres Jahrhundertwende Schulgebäude, das ist glaube ich, das Mädchencollege. Das ist auch nicht am Rand dieses Ortes, sondern eher im Zentrum. Das will uns das Bild irgendwie auch zeigen. Die Linien führen dahin. Und dann haben wir noch ein ganz anderes, auch ein historisch älteres Gebäude als das, was wir da vorhin am Horizont, diese Linie gesehen haben. Nämlich dieses Gebäude sieht eigentlich auch fast wie ein Silo aus, aber ist ein Wohngebäude, ich würde sagen aus den 80er Jahren und auch schon ein bisschen in die Tage gekommen. Also es gibt eine historische Schichtung. Das sehen wir vor allem hier auch an diesem Parkplatz mit den Ausbesserungen. Also ja, es gibt eine historische Differenz zwischen diesen Wohnformen, die wir da in der Peripherie finden. Ja, also wir sehen ja einen Parkplatz. Wir sind uns nicht sicher, ist das jetzt ein Parkplatz für ein Wohnhaus, ein Arbeitsparkplatz oder werden da einfach Autos abgestellt aus irgendeinem anderen Grund. Und diese Autos bzw. Straßen oder auch Parkplätze, das finde ich es nicht. Doch, das ist, glaube ich, da. Die sind omnipräsent in diesem Buch. Wie jetzt hier auch. Die Einfamilienhäuser, alle haben ihren eigenen Parkplatz, Zufahrtsstraße und diese Siedlungen befinden sich ja meistens etwas entfernt von den Städten und die Leute müssen in die Städte kommen und das passiert wohl meistens mit dem Auto.
Und da muss es dann ja auch irgendeine Form von Arbeitsteilung geben. Viele haben Kinder, viele ziehen mit ihren Kindern dann in ihr erstes Eigenheim und muss jemand zur Arbeit fahren und jemand die Kinder irgendwo anders hinfahren. Deswegen bleiben alle in ihrem Haus und dann in ihrem Auto. Stimmt, und ich habe jetzt gerade die Idee, dass die Familien vielleicht auch 2 Autos haben. Davon Also gehe das ich eine aus. ist schon auf dem Weg zur Arbeit und das andere steht für die Dinge, die dann vor Ort gemacht werden, noch vor der Tür. Und wir haben hier eine sehr wahrscheinliche Gender-Differenz, auch was das Arbeiten angeht, wer in die Stadt zum Arbeiten fährt und wer zu Hause bleibt. Wir hatten auch eine Beobachtung, die mit dem Alter zu tun hat. Hier haben wir nochmal diese Linien, die sich mit dem Horizont da irgendwie verbinden und direkt in der Mitte sind. Mit Häusern, ohne Häuser, Landwirtschaft. Und hier nochmal die Frage der Mobilität und des Alters, oder? Ja, wir sehen hier zum ersten Mal eigentlich einen Hinweis auf die Jugend. Graffiti an einer Bushaltestelle. Ich spüre so diese Einöde von der Vorstadt. Ich komme selber aus einer Vorstadt und irgendwie ist dann so langweilig, nachts ausbrechen, die Bushaltestelle bemalen, weg wollen. Genau, also das ist das Alter, das da eigentlich gar nicht sein will, das sich mit Graffitis verewigt. Und hier ist ganz interessant eigentlich, ne? Nochmal so ein Bild, wo eine Straße oder ein Weg ins Unendliche führt. Ich habe hier hinten gibt es ein Register, das uns den Überblick über diese Fotografien gibt. Das kann man so lesen, so ist die Abfolge der Seiten. Wo waren wir eben? Wir waren hier bei dieser Doppelseite gerade. Wir hatten was ganz Witziges entdeckt, nämlich dass diese beiden Seiten, genau, diese hier, auch in einem Spread sind. Und das ist derselbe Ort und man hat so den Eindruck, das liegt auch nebeneinander. Und dann ist hier so das ist der Folgespread, also Doppelseite von 2 Orten, die auch wie zusammen, von 2 Bildern, die wie zusammen zu gehören scheinen, aber eben 2 verschiedene Orte sind. Das ist praktisch nochmal so eine Thematisierung dieser Gleichförmigkeit. Aber eigentlich war dieses Register auch ein Hinweis darauf, dass das eine systematische Erkundung dieses Territoriums ist. Und der Essay am Anfang dieses Buches verweist darauf, dass das auch eine Referenz auf den großen staatlichen Fotoauftrag sein könnte, der in den 80er Jahren jeder Region eine fotografische Arbeit sozusagen hat zukommen lassen, zum Teil sehr bekannte Fotografinnen, um die Zukunft dieser Regionen auch irgendwie zu beobachten. Und die Zukunft, wie die aussehen könnte, da haben wir auch eine super Doppelseite gefunden. Ja, hier, so wie auch anderen Bildern auch am Rand, aber hier jetzt im Zentrum des Bildes die Baustelle, eine riesige, die Straße wird ganz neu gemacht, die Häuser wurden neu gebaut, Stromkabel werden verlegt oder Wasserleitungen. Ja, und irgendwie verwundert das ja in Zeiten, in denen wir eigentlich Flächen wirklich nicht mehr versiegeln sollten. Aber scheinbar bleibt irgendwie so dieser Traum nach dem Eigenheim, ja irgendwie ist auch so eine Verkörperung von Freiheit, Eigentum, nicht von VermieterInnen abhängig sein zu müssen. Und der bleibt bestehen und deswegen wird sich immer mehr der ländliche Raum angeeignet und man bewegt sich immer weiter aus den urbanen Zentren eigentlich raus. Ja, und ist auch total spannend, weil einerseits haben wir Wegzug aus manchen Dörfern, aus kleineren Städten, andererseits werden die dann näher an der großen Stadt wieder gebaut. Ja, und die Bewegung bleibt wohl zum Individuum in den eigenen 4 Wänden. Und dann eben in diesen, die hier fast wie so Lego-Häuser aussehen oder Puppenhäuser, wo man die Perspektive gar nicht erkennt. Ne? Die Ebene der Straße, die Ebene dieser Häuser, das ist ein sehr seltsames, irgendwie auch beunruhigendes Bild, oder? Und, ja, das ganze Buch hat so ein... Ja, hat was Unheimliches. Wir hatten auch, die haben wir gar nicht so gezeigt, ne? Diese Bilder mit dem ewigen Nebel, den es dort gibt. Ja. Hier ist alles klar, schade, hier ist jetzt schönes Wetter. Aber die gibt es auch, die finden wir jetzt nicht so schnell.
Und wir hatten noch einen Hinweis auf Menschen gefunden. Ah, richtig. Ohne Menschen. Wo war der? Der war selbst. irgendwo in der Mitte, das war der Buhlplatz, ne? Auf eine Vorstellung davon, wie Gemeinschaft sein könnte, war das so? Hier war es nicht. Und wir haben so viele ähnliche Bilder, dass wir uns gar nicht mehr... Ich glaube, weiter hinten. Weiter hinten. Gut, dann suchen wir hier. Hier ist es. Nee, hier ist es, warte. Nein. Hier ist auch ein Hinweis auf Hier ist Menschen, auch auf ein kleine Hinweis. Menschen. Auf kleine Menschen. Aber ja, ich meine, wir sehen niemanden hier. Wir sehen einen einsamen Mülleimer, der uns auch einen Hinweis auf Leben gibt. Eigentlich wird es jetzt immer trister, ne? Ja. Hier haben wir Zäune als Abgrenzung. Hier haben wir werden diesen Buhlplatz nicht mehr finden. Vielleicht ist das Aber das diesige Wetter. diesige Wetter, ja. Dieses Abschlussbild, das ist ja auch sehr diesig, was auch ein Fragezeichen, was die Zukunft dieser Räume angeht, sein könnte. Fragezeichen. Es braucht mehr Forschung, es braucht Stadtforschung an der Peripherie und fotografische Forschung in diesen Terrains. Vielleicht wirst du das tun in Zukunft. Danke für das Gespräch. Danke auch.